Hallo Retro-Freunde, willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video ist pickepacke vollgepackt. Ich zeige euch meine letzten Flohmarktfunde und ich habe auch eine weitere Channel-Spende bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, bevor wir loslegen, wie immer, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Ja Leute, ich war wieder auf dem Flohmarkt, habe ein paar schöne Funde gemacht. Die möchte ich euch jetzt im ersten Teil des Videos präsentieren. Im zweiten Teil des Videos möchte ich euch eine Channel-Spende zeigen. Die Ariane hat mir was zukommen lassen vom Retro Tag Team. Und das möchte ich dann mit euch zusammen hier in diesem Video auspacken. Ja, der Reihe nach, wie gesagt, es ist wieder Flohmarktzeit oder es ist schon lange Flohmarktzeit und die Flohmärkte hier in der Gegend bei mir haben auch wieder ja, quasi geöffnet. Und ich habe wieder ein paar schöne Funde gemacht und ich möchte anfangen mit einem Teil, was ich auf dem Flohmarkt in Wetzlar gefunden habe, bei mir in der Region, so ja, eine Viertelstunde von mir entfernt. War ein Stand, der ganz viele ja, Kameras quasi, also es war nicht so wirklich ein Händler, aber er hat ganz viele alte Kameras, Rollenfilmkameras und so weiter in so einer Kiste gehabt. Und da bin ich vorbeigelaufen und dann dachte ich mir, Moment, das ist doch gar keine Kamera hier, sondern das ist ein Walkman. Ja, und habe dann so ein bisschen rumgeguckt, habe mir die Kamera so ein bisschen angeguckt, habe mir den Walkman so ein bisschen angeguckt. Ja, und der sieht eigentlich top aus. Es war sogar noch, es ist sogar noch eine Kassette drin, da steht drauf Star Trek 4. Also irgendjemand hat da was aufgenommen. Ja. Der Walkman selbst, wie gesagt, sieht top aus. Ja, haben dann jetzt auch zu Hause ausprobiert. Der funktioniert einwandfrei. Es ist auch batteriefach, ist nichts ausgelaufen und so weiter. Funktioniert klasse. Ja, ist ein Grundig Walkman. Ja, das heißt, ich kann meine Kassetten auch weiterhin. Ich habe zwar schon den einen oder anderen, aber man weiß ja nie, wie lange sie halten. Ja, kann meine Kassetten auch nach wie vor halt ja, on the way quasi hören. Und der Walkman hat mich gekostet 3 Euro. Ja, der wollte 5 haben, der gute Mann. Ja, aber ich habe halt gesagt, hier, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob das Ding funktioniert, ja, ob da alles okay ist und so weiter. Und dann haben wir uns auf 3 Euro geeinigt. Hier hinten ist noch dieser Clip dran, dass ich ihn sogar an einen Gürtel machen kann. Ja, und wie gesagt, ich habe ihn zu Hause ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Walkman finde ich total geil, kann man nicht genug haben. Der bleibt dann so in meiner Sammlung. Das Weitere, am weiteren Stand habe ich dann 2 Sachen gefunden, die ich mitgenommen habe, weil ich sie einfach nicht liegen lassen konnte, obwohl es eigentlich gar nichts für mich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal kennt, ja, oder manchmal habt. Ja, man geht über den Flohmarkt und ich sehe da was Tolles, was ich von früher her kenne oder wo ich weiß, dass es halt älter ist. Ich sammle es eigentlich nicht, aber ich habe es mir angeguckt, habe nach dem Preis gefragt, habe es mitgenommen und jetzt habe ich es zu Hause. Ja, wie gesagt, ich konnte es einfach nicht liegen lassen und das sind 2, ich sage jetzt einfach mal Actionfiguren. Das eine ist eine Figur aus der G.I. Joe-Reihe. Ja, G.I. Joe-Figuren, glaube ich, findet man hier, zumindest bei mir, relativ selten. Ja, der gute, ja, ist auch nicht mehr so ganz... Hört man es? Ist auch nicht mehr so ganz fest. Ja, die Gelenke sind nicht mehr so ganz fest. Der ist aber von 1986 und so Figuren habe ich noch gar nicht gehabt. Wie gesagt, ich habe ihn mir mitgenommen. Ja, wenn den einer haben möchte, ich habe dafür 1 Euro bezahlt. Ja, könnt ihr mir was zu tauschen anbieten oder ja, wären wir uns mit Sicherheit einig. Wie gesagt, ich muss ihn nicht behalten, aber ich dachte mir, bevor der halt irgendwo hingeht zu jemandem, der es halt gar nicht zu schätzen weiß oder bevor sie nachher weggeschmissen werden, weil die Leute es nicht verkaufen, nehme ich mir den mit. Und am gleichen Stand habe ich mir was geholt, womit ich eigentlich gar keine Berührungspunkte habe, muss ich sagen. Und ich habe auch meine Schwierigkeiten, das Ding halt zusammenzubauen. Ist ein Transformer. Ja, von 1992, ja, da steht drauf Starscream und der ist halt von den, ich glaube von den Bösen, von den Autobots, glaube ich. Ja, das Ding ist soweit komplett. Ja, ich habe ihn jetzt mal soweit als Figur zusammengebaut, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, das Gesicht hier, oh Gott, ich will es auch nicht kaputt machen, das Gesicht hier rauskommen zu lassen. Der hat ja sein Gesicht drin. Ja, ich kann das noch irgendwie umklappen. Ja, die Geschütze sind dabei, die schießen sogar auch ab, wenn ich hier drauf drücke. Ja,
Das Einzige, was glaube ich fehlt, sind, hier kommen normalerweise nochmal, wenn ich den halt als Jet, das ist ein Jet normalerweise, wenn ich den als Jet umgebaut habe, kommen hier nochmal so 2 Tragflächen drauf oder wenn ihr drauf geklickt. Und die fehlen bei dem Ding. Ja, aber trotzdem, ich dachte mir hier, ich nehme mir mit, ja, ich möchte ihn da nicht liegen lassen, der ist von 92, ja, wie Transformers habe ich keinen einzigen, habe auch eigentlich gar keinen Bezug dazu, weil ich da früher, ja, das früher weder gesammelt habe, noch in meinem Freundeskreis hat es jemand gesammelt, ja. Aber ich konnte ihn nicht liegen lassen, habe dafür 4 Euro bezahlt. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob der Preis gut war oder ob es zu teuer war. Ja, ich weiß auch nicht, da gibt es ja verschiedene Serien, ja, glaube ich G1, G2, G, was weiß ich was, ja. Lasst es mich wissen, ja, auch wenn ihr an dem Ding Interesse habt, ja. Vielleicht, wie gesagt, wir können gerne was tauschen oder so. In meiner Sammlung muss der nicht bleiben, aber ich fand ihn zu schade, um auf dem Flohmarkt halt liegen zu lassen. Ja, dann war der letzte Woche wieder der Antik- und Trödelmarkt bei mir. Das ist in Hessen, in Gießen. Das ist angeblich der größte Hallenflohmarkt Hessens. Da war ich gewesen und wie der Name schon sagt, Antik und Trödel. Ist es sehr viel Antik da, ja, also sehr viel, ja, Möbel aus den 70ern, 60ern und so weiter, sehr viele Münzen und Schmuck und keine Ahnung was, ja, aber auch ein paar private Leute, die halt wirklich ihren Hausstand ausgemistet haben. Ja, es ist nicht immer was für mich dabei. Ich gucke mir das immer gerne an, aber größtenteils finde ich halt eher auf den normalen Flohmärkten, die irgendwo auf einem Parkplatz von irgendeinem Lebensmittelhandel oder sowas sind, finde ich mehr Sachen, weil das sind halt privatere Leute, die ihren Dachboden oder ihren Keller ausgeräumt haben. Nichtsdestotrotz, ich gehe gerne auf diesen Flohmarkt und der ist einmal im Monat, jeden ersten Sonntag im Monat ist der. Ja, und der war jetzt wieder seit langer Zeit das erste Mal am 1. August-Wochenende. Und bei einem Stand, bei einem älteren Ehepaar, habe ich eine Kiste gehabt, gesehen. Da waren viele ja, Actionfiguren, nenne ich es mal, aber neueres Zeug drin. Und da ist mir einer entgegengesprungen. Und zwar hier der Ray von den Real Ghostbusters. Ja, das ist ein Original Vintage Ray von 1984. Gerade mal gucken, es blendet so. Ja, von 1984, also keiner von der Neuauflage jetzt. Ja. Ohne jegliches Zubehör. Ja, das heißt, er hat hier so Farbabrieb vorne an den Schuhen. Ja, die Nase ist ein bisschen rot. Aber auch den hier wieder dasselbe. Ich konnte nicht liegen lassen. Der wollte einen Euro dafür haben. Ich habe auch jetzt nicht gesagt, hier komm, ich gebe Ihnen 50 Cent oder so. Ich habe den Euro gegeben für einen Ray von den Real Ghostbusters. Ich habe den schon in der Sammlung. Aber wie gesagt, auch da, ich bin halt schwach. Ich kann so Sachen einfach nicht stehen und liegen lassen, wenn ich sie irgendwo sehe. Wenn der Preis annehmbar ist, dann nehme ich mir die gerne nochmal mit. Ja, des Weiteren, was ich gefunden habe, ist mein erster 8 mm Film auf Rolle. Ja, und zwar ist das hier ein Asterix-Film. Ja, das Ganze ist angeblich von 1970. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses ich habe kein Datum hier sonst gefunden, ob die Rolle von 1970 ist oder ob der Film von 1970 ist. Es steht auch nicht drauf. Es ist französisch, dass das Ganze halt, wie heißt es, inflammable, also nicht feuerfest ist, sondern in Flammen aufgehen kann, je nachdem, wo ich es halt hinlege. Ansonsten steht nicht drauf, was für ein Film es ist. Ja, aber es ist, wie gesagt, ein Rollenfilm. Ja, hier schön alten 8 mm. Ich habe leider kein 8 mm Abspielgerät, aber auch den konnte ich halt für 2 Euro nicht liegen lassen. Ja, ich finde es schön, dass die Verpackung dabei ist. Die Verpackung ist in sehr schönen Zustand. Ja, und auch hier, ja, der bleibt so in meiner Sammlung, auch wenn ich nie vielleicht abspielen lassen werde oder kann, weil ich kein 8 mm Abspielgerät habe. Aber ich finde es toll, es ist ein Zeitzeugnis und ja, Asterix geht immer und macht sich auch als Deko ganz, ganz schön. Ja, Schnelldurchlauf geht weiter. Das nächste, was ich gefunden habe, ist ein Puzzle. Und wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr ja, ich sammle Puzzle. Ich finde Puzzle toll. Und ich habe hier ein Puzzle gefunden von der guten Pippi Langstrumpf. Ja, ein schönes altes Puzzle. Es sind 3 Puzzle drin. Es sind auch die... Jetzt gerade mal hier weg. Gerade mal kurz aufmachen. Es sind auch die Puzzle sind alle in Tüten mit drin. Und ich packe die 3 Tüten gerade mal raus. Und die Vorlagen
von den 3 Bildern sind auch drin. Ja, also die sehen nicht mehr so ganz schön aus, aber das macht mir überhaupt nichts. Ja, ich habe sie jetzt noch nicht gepuzzelt, also ich weiß nicht, ob die Puzzle jetzt auch komplett sind, aber so wie es aussieht, gehe ich davon aus. Ja, und Pippi Langstrumpf habe ich früher gerne geguckt. Ja, und von diesen alten Serien sammle ich ja auch alles, ja, egal was es ist. Jetzt ist ein Puzzleteil runtergefallen. So, hoffentlich ist es jetzt immer noch komplett. Heißt hier aus dem Pippi Langstrumpf Farbfilm, der Iduna Konstantin Film. Ja, ich denke mal, das wird auch so irgendwas Mitte 70er Jahre wahrscheinlich sein. Es ist kein Datum drauf. Ja, der Karton ist auch hier bestoßen und geklebt. Ja, aber das Ganze hat mich dann auch 2 Euro gekostet. Und ich finde das einfach toll. Ja, ich finde solche alten Sachen einfach toll. Und deswegen wandert das auch so in meine Sammlung. Und ja, der Karton wird ein bisschen größer, von einem Puzzle zu einem Brettspiel. Ich habe ein Brettspiel noch mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere kennt. Und zwar ist das hier Shogun. Shogun ist ein altes Spiel aus den 70er Jahren, auch von Ravensburger. Ich bin mir nicht so sicher, wie das funktioniert. Wir hatten es früher nicht, aber das Spiel habe ich schon öfters mal auf eBay und so weiter gesehen. Da geht das so für 15, 20 Euro und so weiter weg. Ich habe das auf dem Flohmarkt jetzt für 2 Euro bekommen, habe es mitgenommen. Ja, und hier hinten steht, bei jedem Zug ändert sich automatisch die Zahl im Spielstein. Bei jedem Zug setzen Sie auf Überlegung und Glück. Ja, das heißt, es ist ganz witzig. Das ist jetzt kein Schach oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja, ich mache es mal kurz auf, zeige euch das gerade mal. Ich habe hier die Anleitung dabei. Ja, die sieht auch top aus. Ich habe hier ein Spielbrett dabei. Ja, und dieses Spielbrett hat hinten eingebaut Magnete. Ja, und ich habe dann halt diese Spielsteine. Und diese Spielsteine, gerade mal gucken, so rum. Diese Spielsteine haben dann Magnete, also sind magnetisch. Das heißt, ich habe hier jetzt eine 2 auf diesem Spielstein angezeigt. Wenn ich jetzt auf ein anderes Feld gehe, zack, ändert sich das Ganze, habe ich eine 1. Ja, die 1. Jetzt haben wir jetzt natürlich hier das Paradebeispiel und dann haben wir hier die 4. Ja, also die Spielsteine ändern sich, je nachdem, wo ich sie drauflege. Was das Ziel des Spiels ist und so weiter, weiß ich nicht so ganz genau. Wie gesagt, ich habe es jetzt erst bekommen. Ich habe mir die Anleitung noch nicht durchgelesen. Ja, aber ich finde halt einfach diese alten Spiele, ich finde diese alten Sachen einfach toll. Ich kann nichts dagegen tun. Ja, und für 2 Euro habe ich das gerne mitgenommen. Ja, und damit werde ich mich mal befassen, wenn wir mal wieder einen Spieleabend machen und werde mal gucken, ob mir das zusagt, ob mir das nicht zusagt. Wenn es mir nicht zusagt, darf es wieder gehen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ja, das waren meine Flohmarktfunde. Wieder klein, fein und im Schnelldurchlauf. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr von diesen Flohmarktfunden haltet, ob ihr das Ganze auch mitgenommen hättet, ob ihr genauso seid wie ich, dass ihr sagt, wenn ich da was sehe, wo ich weiß, es ist alt und ich habe zwar keinen Bezug zu, aber irgendwie ich kann es einfach nicht liegen lassen. Ja, und wenn der Preis dann noch passt, ja, dann nehmt ihr es mit. Interessiert mich, schreibt es in die Kommentare. So, dann kommen wir zum zweiten Teil. Und zwar habe ich eben im Vorspann schon gesagt, dass ich Post von der Ariane, vom Retro Tech Team bekommen habe. Ja, und das Ganze ist so zustande gekommen. Das Retro Tech Team, die verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, ist ein richtig toller Kanal, die halt Flohmarkt-Videos posten. Die Ariane ist da ein Teil von diesem Tech Team. Und wie gesagt, sie machen Flohmarkt-Videos und halt auch Rezensionen und so weiter, stellen halt verschiedene Toys und verschiedene Hörspiele und so weiter vor. Und bei dem letzten Video, was ich dann von ihr gesehen hatte, da ging es halt um verschiedene Hörspiele. Und ich habe sie dann angeschrieben, weil ich dann noch eine Kassette hatte, die sie nicht hatte, beziehungsweise habe ich gefragt, ob sie die brauchen kann. Hat gesagt, ja klar, gerne, was möchtest du dafür haben? Da habe ich gesagt, hier gar nichts, ja, ich finde euren Kanal toll, ich schicke sie dir zu. Und sie hat halt gesagt, sie möchte sich revanchieren. Ist jetzt schon ein Weilchen her. Er hat gesagt, sie geht ja regelmäßig auf Flohmärkte und sammelt hier und da und weiß ja auch so ungefähr, was ich sammle, und hat mich dann jetzt zuletzt angeschrieben, hat gesagt, hier, ich möchte dir auch etwas Gutes tun, ich möchte mich revanchieren, ich möchte dir auch eine kleine Channel-Spende zukommen lassen. Und was soll ich sagen, ja, ich war überrascht, als das Paket dann ankam, weil ich habe halt wirklich, ich habe ihr halt eine Kassette geschickt, ja, in einem kleinen Umschlag, und ich zeige es mal kurz, und dann habe ich das hier bekommen. Ja, kriegt man das auf die Kamera? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich bin geplättet. Ariane, ich finde es richtig mega toll.
Vielen, vielen Dank schon mal. Das wäre, ich sag's gerne nochmal, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, ja. Aber ich freue mich wahnsinnig darüber, ja, dass mir wieder in der Community hier Sachen hin und her schickt. Einfach nur, um dem anderen eine Freude zu machen. Ich finde es einfach klasse. Vielen Dank. Ja, und ich habe natürlich noch nicht reingeguckt, das möchte ich jetzt mit euch zusammen machen. Ich habe nur die Aufkleber schon mal durchgeschnitten, damit es jetzt nicht so lange dauert und würde sagen, ohne weitere Umschweife, ich öffne den Karton und bin wahnsinnig gespannt, was ich Schönes bekommen habe. Ah, sogar ein Brief. Sogar ein Brief. Ich habe hier einen schönen Brief bekommen. Ja, und den lese ich euch gerade mal vor. Einfach, wie gesagt, ich habe es nicht vorher reingeguckt. Und zwar, lieber Frank, ich hoffe, dass dir meine kleine Channel-Spende zusagt und das ein oder andere deine Sammlung erweitern wird. Das hoffe ich doch auch sehr. Da du sicher noch kein Pony bisher besessen hast, schau, jetzt bist auch du stolzer Besitzer eines G1 Kuschelwuschel. Ganz liebe Grüße, Ariane. Ja, ganz vergessen zu sagen, die Ariane sammelt Ponys und hauptsächlich halt My Little Pony, Ponys, ja, guckt er mal, wie gesagt, guckt mal auf den Kanal, gibt da mal Kommentare ab, gibt da mal ein Like hin, der Kanal ist klasse und die Sammlung von der Ariane ist der Wahnsinn, ja. Sie sammelt auch, oder sie hat auch She-Ra-Figuren, hat auch Masters-Figuren, hat alles Mögliche halt auch aus den 80ern und so weiter, finde es richtig toll, aber Hauptaugenmerk bei ihr sind die Ponys und da hat sie Berge voll, ja, richtig cool und wenn ich das lese, ist hier auch ein Pony drin. Ich finde es richtig toll. Ich fange einfach mal an. Erstmal das Papier hier weg. Ach, hör doch auf, Ariane. Hör doch auf, hier, das ist doch... Oh, ich weiß gar nicht, ich weiß schon wieder nicht, was ich sagen soll. Ja. Ich fange mal hiermit an. Da hört ihr es schon. Wie heißt das bei euch? Ich sage Schweinespeck oder Speck. Ja, Marshmallow steht hier hinten. Woher weißt du, dass ich das mag? Ich finde das richtig geil, das Zeug. Vielen lieben Dank und das muss ich mir einteilen, das muss ich mir rationieren, sonst ist die Tüte heute Abend leer und das bekommt dann meiner Figur nicht gut. Vielen, vielen Dank dafür. Richtig toll, richtig klasse für einen schönen Fernsehabend, um mal eins deiner Videos zu gucken, nebenbei was zu snacken. Finde ich richtig toll. Vielen Dank. Und es geht weiter mit den Süßigkeiten. Eieieiei. Ich habe hier, das ist Eiskonfekt. Eiskonfekt, ja, finde ich auch richtig klasse. Vielen lieben Dank. Das wandert jetzt nochmal in den Kühlschrank, weil das muss man, glaube ich, halt wirklich, oder in dieses Gefrierfach kurz. Und das muss man wirklich eiskalt essen. Finde ich richtig toll. Auch die nächste Tüte. Eieiei, ihr wollt mich alle noch dick und fett machen. Vielen Dank dafür. Und dann noch was. Ich liebe, du hast genau ins Schwarze getroffen, ja. Ich liebe das. Und zwar Ahoi Brause. Ich finde es richtig geil. Vielen lieben Dank dafür. Ja, jetzt ist aber genug mit Süßigkeiten hier. Brausebonbons, Cola, Himbeer, Zitrone. Wahnsinn. Wahnsinn. Was sind eure Favoriten? Mein Favorit ist Cola. Definitiv richtig geil. Vielen lieben Dank. Was haben wir dann als nächstes? Leute, ich drehe durch. Ja, wir haben eine Hörspielkassette. Und zwar Benjamin Blümchen, Benjamin im Krankenhaus. Ja, finde ich auch richtig, richtig toll. Benjamin Blümchen sammle ich auch, habe ich, glaube ich, erst in einem der letzten Videos erwähnt, wie ich den Kassettenkoffer vorgestellt habe, dass ich die ersten, glaube ich, 47 Folgen fast ausschließlich oder ausnahmslos habe, die sind auch noch von früher. Ja, finde ich richtig klasse, Ariane, die Kassette habe ich schon. Ja, auf der anderen Seite, man weiß nie, wie lange die Bänder halten, aber ansonsten, ich höre mir meine nochmal durch, höre mir meine nochmal an, ansonsten würde ich die eventuell auch in ein Gewinnspiel packen, wenn das für dich okay ist. Ja, finde ich richtig klasse. Benjamin Blümchen Hörspielkassette. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und das hast du alles auf dem Flohmarkt gefunden und hast es für mich mitgenommen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, also total, total toll. Ja, das nächste ist noch eine Europa-Hörspielkassette. Huibu, Folge 15 im dunklen Mitternachtswald. Ich glaube sogar, die fehlt mir noch. Huibu, natürlich auch die Originalfolgen. Ich glaube, da gab es
die ersten 15, 18 oder so auf Schallplatte und die restlichen dann, Paar 20 bis Paar 20 ging es ja damals mit Hans Klarin, die wurden dann nur noch auf Kassette veröffentlicht. Und das hier ist sogar noch eine alte Kassette, das ist sogar noch eine schwarze Europa mit gelbem Label. Hier, du bist verrückt. Vielen lieben Dank. Ich glaube, wie gesagt, wirklich, die fehlt mir noch. Finde ich richtig klasse. Vielen, vielen Dank. Leute, jetzt wird's abgefahren. Jetzt wird's abgefahren. Jetzt wird's geil, denn ich habe hier eine... Hör mir auf. Ich habe hier eine Masters-Figur. Ich habe hier eine Masters of the Universe Vintage-Figur. Und zwar habe ich hier den Stinkor. Ist das geil? Ariane, du bist verrückt. Ich habe hier den Stinkor. Ja, mit Rüstung, mit intakter Rüstung. Ja, ich sehe, die Ohren sind ein bisschen angeknabbert. Das macht aber überhaupt nichts. Und jetzt kommt der Riechtest. Der riecht noch. Leute, habt ihr auch noch einen Vintage Stinkor und riecht der auch noch nach dem, was auch immer er gerochen hat? Der riecht noch. Ich finde es total geil. Ich finde es total klasse. Ja, Ariane, das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eine Masters of the Universe Vintage Figur. Vielen, vielen Dank. Total klasse. Total Wahnsinn. Hier, ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Ja, vielen Dank. So, jetzt kommt das, was du schon im Brief angekündigt hast. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht zum My Little Pony Sammler. Sonst sammle ich dir noch die Sachen weg. Aber nee, ich glaube, das wird nicht passieren. Richtig toll. Ja, du hast recht, ich habe kein My Little Pony. Jetzt habe ich aber anscheinend den Kuschelwuschel. Ja, und G1, das ist dann ja wahrscheinlich auch dann die erste Serie, ja, also die Originalen aus den 80ern. Ich finde es richtig toll und ich finde es richtig klasse, dass du dass du mir eins deines Hauptsammelgebiets ein Teil abgibst. Ja, und der bleibt natürlich in der Sammlung, der bekommt hier hinter mir auf dem Regal einen Ehrenplatz, sodass er immer in den Videos zu sehen ist. Ich habe hier einen Kuschelwuschel, Leute. Ich habe einen Kuschelwuschel. Ich finde es total geil. Ja. Ich hatte natürlich früher keine. Was heißt natürlich? Ich hatte keine. Ja, aber My Little Pony, ich finde es total süß. Ja, ich oute mich jetzt mal. Ich finde es total süß. Und der bleibt definitiv in der Sammlung. Vielen lieben Dank, Ariane. Vielen Dank. So, dann geht es weiter. Und hier habe ich... Boah, ich habe hier... Wahnsinn. Ich habe hier eine Jurassic Park Figur. Sie hat mir in den Jurassic Park einen Dinosaurier reingelegt. Ich weiß jetzt nicht genau, ich kenne mich jetzt bis auf den Tyrannosaurus, auf den Brontosaurus, Sachen, die mir nicht allzu viel. Ja, der ist von 1997. Hier steht JP07, steht auf dem Bein. Ja, könnt ihr mir mal reinschreiben, wenn ihr wisst, ja, wie der heißt. Ja, 97. War das dann aus Vergessene Welt? Das müsste der zweite Teil gewesen sein. Oh, der macht doch irgendwas. Der macht doch irgendwas. Der hat auch hier neben einen Knopf. Ach, aha, der hat auch einen Knopf und dann ist das so ein Headlocker, glaube ich. Ja, das ist so einer, zack, mit so einem Rambock. Ich muss den Film mal wieder gucken, muss ich gestehen. Aber hier, Wahnsinn. Ein Jurassic Park Dinosaurier von 97, einfach so als Channel-Spende bekommen. Leute, ich bin überwältigt. Vielen lieben Dank. Auch wenn euch das vielleicht nervt, dass ich mich jetzt jedes Mal bedanke, aber ich finde das wahnsinnig. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ich finde es richtig klasse. Der bleibt auch definitiv in der Sammlung, Ariane. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh Mann, ey. So, Papier mal weg. Und es geht noch weiter, Leute. Es geht noch weiter. Und ich habe hier... Das ist ein Schlüsselanhänger, aber eventuell auch so ein Bleistiftaufsatz oder so von den Trollen. Ich habe hier einen kleinen Troll, einen grünen, durchsichtigen Troll mit lila, pinken Haaren. Ja, vielen Dank, finde ich sau cool. Da weiß ich gar nicht, aus welchem Jahr der ist. Ich meine, die Trolle sind ja auch aus den 80ern. Ja. Hier weiß ich gar nicht, wie alt er ist, aber der ist toll. Der ist geil, dem kann ich hier eine Frise machen, ja, wenn ich die Mütze abziehe. Ja, ich war ewig nicht mehr beim Friseur, dann sehe ich bald genauso aus, wenn ich mir die Haare färben lasse. Richtig cool. Vielen lieben Dank für den Troll. Auch der bleibt bei mir in der Sammlung, definitiv. Richtig klasse. Lieben Dank. Und dann hat sie mir noch Hörspiele reingepackt. Ich habe noch Hörspiele und zwar Schallplatten.
Wahnsinn. Wahnsinn. Eine Maritim-Schallplatte. Ja, diese Angeber, ja, eine Serie von Enid Blyton, finde ich richtig klasse. Ist von 1979 die Platte. Ja, ist von 1979. Ja, finde ich Wahnsinn. Ja, Schallplatte, Hörspiele. Ich liebe Hörspiele. Ja, ich habe eine große Hörspielsammlung auf Platte, ja, auf Kassette. Ja, Platte eigentlich fast mittlerweile mehr wie Kassetten. Richtig toll. Dann habe ich hier eine Walt Disney, eine Bernhard und Bianca. Die habe ich, obwohl diese Angeber hatte ich noch nicht. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Bernhard und Bianca habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Ja, und die ist von 77, wenn ich das hier hinten richtig sehe, wenn ich hier die griechischen Zahlen richtig deuten kann. Ja, hier oben steht es nochmal 77. Ja, und Hörspiel mit Musik. Ja, das ist das Hörspiel zum Film, würde ich sagen. Ja. Also hier unten natürlich, hier steht es ja auch. Original-Filmfassung, ein Hörspiel mit Musik. Richtig toll, Bianca, Bernhard und Bianca. Ariane, vielen lieben Dank. Finde ich richtig, richtig klasse. Ja, wie gesagt, wenn du das Zeug auf dem Flohmarkt, ich stelle mir das gerade vor, dass du da auf dem Flohmarkt bist und dann kriegst du die Sachen irgendwo an irgendeinem Stand und du schleppst die dann die ganze Zeit mit dir rum. Ja, obwohl es halt gar nicht für dich ist. Ich finde es richtig, wie gesagt, mir fehlen die Worte. Ja, und die letzte Schallplatte von 1981, ja, haben wir Tom und Jerry. Richtig klasse, die habe ich definitiv auch noch nicht. Ich glaube, ich habe erst eine Tom und Jerry und die ist es nicht. Ja, von 1981 mit dem, jawohl, das Titellied ist drauf. Vielen Dank für die Blume von Udo Jürgens. Finde ich richtig, richtig klasse. Lustige Abenteuer beim Golfspielen, lustige Abenteuer beim Angeln. Exklusiv-Hörspiel nach der TV-Serie. Wahnsinn. Ich finde es Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich bin schon wieder sprachlos, wie bei einer letzten Channel-Spende auch von der Franziska. Leute, das ist der Wahnsinn. Ja, ich bin so überglücklich, dass wie ich diesen YouTube-Kanal ins Leben gerufen habe, ja, das ist jetzt knapp ein halbes Jahr, glaube ich noch nicht mal ein halbes Jahr her, hätte ich mir nie zu träumen gewagt, ja, dass ich so mit euch interagiere, dass ich so in Kontakt mit euch komme, dass ich so viele nette, so viele liebe, so viele tolle Menschen kennenlerne. Ja, und das ist jetzt kein Geschleime, das meine ich wirklich ernst, ja, die mir hier, wie gesagt, aus freien Stücken Sachen zukommen lassen, ja, die mir eine Freude machen wollen. Und wie gesagt, nichts dafür haben möchten, ja, das ist Wahnsinn. Aber Ariane, sei drauf gefasst, wenn ich irgendwo auf dem Flohmarkt My Little Ponies oder sowas sehe, ich kaufe sie alle und schicke sie dir. Das kann ich dir versprechen. Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Ja, ja, wie gesagt, ich bin sprachlos und bevor ich hier gar nichts mehr sagen kann, würde ich sagen, ja, ich freue mich wie immer über jedes Like, ich freue mich über jeden Kommentar. Sagt, wie ihr das mit diesen Channel-Spenden findet. Ja, was findet ihr von den Sachen oder wie findet ihr die Sachen, die ich in dem Paket bekommen habe? Wie findet ihr meine Flohmarktfunde? Wie gesagt, wenn ihr noch kein Abonnent seid, ich würde mich über ein Abo riesig, riesig freuen. Ja, das gibt mir Bestätigung, hier mit dem Kanal so weiterzumachen. Ja, und ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns beim nächsten Video, hoffentlich. Ja, bleibt gesund, meine Freunde. Macht's gut, euer Retro Raune.